Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Sauerkraut selber mache, und zwar eine kleine Menge. Alles fängt an mit einem einfachen Weißkohlkopf. Dieser hier ist nicht einmal besonders ansehnlich, denn die äußersten Blätter haben braune Stellen. Es werden so viele äußere Blätter abgeschnitten, bis die zum Vorschein kommenden Blätter glatt und saftig sind. Ich musste 3 Blätter entfernen. Wer einen besseren Kohl hat als diesen hier, sollte mindestens jedoch 2 Blätter abtrennen, dann hat man eine saubere Blattoberfläche. Der Kohlkopf braucht nicht, nein, er darf nicht gewaschen werden. Mehr dazu später. Die ersten ansehnlichen Blätter trenne ich ab und lege sie zur Seite. Unten am Strunk waren aber immer noch schadhafte Stellen, die ich abgetrennt und entsorgt habe. So etwas kann vorkommen und ich bin froh, es hier zeigen zu können. Nach ein paar weiteren Blättern waren immer noch zweifelhafte Stellen, die ich herausgeschnitten habe, um nicht zu viel Abfall zu haben. Links oben seht ihr meine zur Seite gelegten äußeren Blätter. Auf diesen Blättern befinden sich unbedenkliche Bakterien, die die Milchsäuregärung fördern. Deswegen darf man die Blätter auch nicht abwaschen. Der Kohlkopf wird halbiert. Die Schüssel, in die ich später das gehobelte Kraut gebe, wiege ich und stelle die Waage auf Tara. Es schadet auch nicht, sich das Gewicht der Schüssel zu merken, falls sich die Waage abschaltet. Einen Krauthobel habe ich nicht, dafür aber eine Aufschnittmaschine, und ich finde, dass das die einfachste Art ist, den Kohl in allerfeinste Streifen zu schneiden. Ich habe die Schnittstärke auf unter 1 mm gestellt. Das gibt einfach ein feineres Kraut. Es wird also fleißig gehobelt und das Kraut gebe ich in meine gehobene Metallschüssel. Der gehobelte Weißkohl wird nun gewogen und ihr könnt sehen, dass ich 1345 Gramm habe. Das hier ist mein Rezept. Auf 1 Kilogramm Kraut kommen 10 bis 15 Gramm Salz. 10, wenn man Steinsalz nimmt, und 15, wenn man Meersalz verwendet. In Prozenten umgerechnet heißt das 1 bis 1,5% Salz und 0,6% Zucker. Keine Angst, das hört sich nur kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich das so mache. Man hat schlicht und ergreifend nicht immer genau 1000 Gramm Weißkohl, weil die Kohlköpfe unterschiedlich groß sind. Wenn ich also auf die gute alte Prozentrechnung umsteige, habe ich immer das gleiche Ergebnis. Und schon gar nicht muss ich 345 Gramm Weißkohl wegwerfen. Ich rechne also 1345 mal 1,5 geteilt durch 100 und erhalte das Gewicht, also die Menge meines benötigten Meersalzes. Ebenso gehe ich mit dem Zucker vor. Man kann es sich auch einfach machen und Steinsalz benutzen, dann muss man nur mit 1% rechnen und wüsste gleich, dass man 13 bis 14 Gramm Steinsalz verwenden muss. Steinsalz ist ein fossiles Salz, also ein Gestein, das aus Meersalz entstanden ist und aus Halit besteht. Das ist nichts anderes als Natriumchlorid. Welches Salz man verwendet, ist immer die eigene Entscheidung, man sollte aber möglichst auf Rieselhilfen verzichten. Ich wiege also den Zucker und das Salz entsprechend ab und vermische es. Um die Salz-Zucker-Mischung möglichst gleichmäßig unter den Weißkohl zu verteilen, nehme ich eine zweite Schüssel, gebe etwas Weißkohl hinein, darauf verteile ich etwas der Salz-Zucker-Mischung, dann kommt wieder etwas Kohl darauf und so weiter. Irgendwie kommt es zum Schluss immer passend aus. Und wenn nicht, geht die Welt davon auch nicht unter, denn anschließend muss das Kraut noch zunächst geknetet und danach gestampft werden. Das Salz und der Zucker entziehen dem Kraut Feuchtigkeit und nach vielleicht 5 bis 6 Minuten kann man sehen und fühlen, dass sich Wasser unten in der Schüssel absetzt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es in trockenen Sommern etwas weniger Flüssigkeit sein kann als in regenreichen Sommern. Das ist eben Mutter Natur. Ich bearbeite das Kraut noch weiter und wenn ich das Gefühl habe, dass sich nicht noch mehr Saft durch mein Kneten und Stampfen unten absetzt, höre ich auf. Meine Gläser sollten steril sein. Sie kommen aus der Spülmaschine und wurden auch noch mit kochend heißem Wasser ausgespült.
In die Gläser gebe ich nun von den zu Beginn zur Seite gelegten Blättern einige Fetzen auf den Boden. Nicht alles, nur die Hälfte, denn ich benötige auch noch ein paar Stücke, wenn ich fertig bin. Ihr werdet sehen. Auf diesen Blättern befinden sich unbedenkliche Bakterien, die der Milchsäuregärung förderlich sind, und deswegen werden sie unten hineingegeben. Nun fülle ich das gestampfte Kraut in die Gläser. Zwischendurch gebe ich noch ein paar Wacholderbeeren in das Kraut. Wer das mag, kann auch Kümmel, Pfefferkörner oder Lorbeerblatt dazugeben. Wichtig ist, dass alles schön fest zusammengepresst wird. Den Abschluss bilden wieder ein paar Fetzen der ersten beiden Blätter. So, gut. Wie bereits erwähnt, manchmal hat man nicht genug Feuchtigkeit im Kohl. In diesem Fall nehme ich einen leichten Weißwein von nur 9,5% Volumenalkohol und fülle damit auf. Wer das nicht nehmen kann, will oder darf, nimmt abgekochtes und wieder erkaltetes Wasser. Bitte nicht auf das Abkochen verzichten. Bei diesem Glas hier habe ich oben auf noch einen sterilen Stein gelegt, der das Kraut niederdrücken soll. Auch stelle ich mein Glas auf einen Teller, denn ich habe mit reichlich Wasser aufgefüllt und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Glas ein wenig überlaufen wird. So sieht das Kraut direkt nach der Zubereitung aus. Und so sah es bereits am nächsten Tag aus. Man kann Blasen sehen, die sich gebildet haben, und das ist gut so, denn die Milchsäurebakterien sind aktiv. Nach 2 Tagen stelle ich die Gläser in den nicht zu kalten Kühlschrank oder in den Keller. Nach ungefähr 4 Wochen bilden sich keine Blasen mehr und der Kohl hat seinen typischen mild-säuerlichen Geschmack entwickelt. Hier könnt ihr das fertige Kraut sehen, das ich immer zu schlesischen Weißwürstchen mit Passanak, Tunke und Roggenbrot an Heiligabend reiche. Auch hierzu wird es ein Video geben, aber erstmal muss das Kraut reifen. Ich hoffe, ihr wagt euch einmal daran, euer Sauerkraut selber zu machen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!